2025 keine Steuern bezahlen, komplett steuerfrei leben. Ist das wirklich möglich? Ja, es ist möglich. In diesem Video werde ich dir erzählen, wie es geht. Wenn man in einem Hochsteuerland wie Deutschland, Frankreich, Österreich oder einem sonstigen Land Europas wohnt, dann kann man sich nur schwer vorstellen, dass es Länder gibt, wo man überhaupt keine Steuern bezahlen muss. Tatsächlich muss man sagen, dass immer mehr Steuerschlupflöcher oder sollen wir sagen Steuervorteile hier geschlossen werden, verunmöglicht werden, aber dennoch gibt es auch weiterhin Möglichkeiten, komplett steuerfrei zu leben. Du solltest dir also wirklich tatsächlich überlegen, sehr gut überlegen und vielleicht auch im Kontext des Jahreswechsels, wo ja alles etwas besinnlich ist, einmal ganz konkret darüber nachdenken, ins Ausland zu gehen und hier mit deinem Geld den Staat und dieses System, in dem wir leben, nicht weiter zu unterstützen. Denn die Tatsache ist, welche Vorteile hast du persönlich wirklich davon, dass du so hohe Steuern und Sozialabgaben bezahlst? Je nachdem, was du beruflich machst, wenn du unternehmerisch aktiv bist oder zum Beispiel Investor bist, Privatier, kannst du tatsächlich steuerfrei leben. In diesem Video werde ich dir erklären, wie du das machen kannst und was du vor allen Dingen auch in Deutschland aus deutscher Sicht zu beachten hast. Fangen wir genau mit dieser Frage einmal an. Also zunächst ist ganz wichtig zu verstehen, damit du in Deutschland keine Steuern mehr bezahlen musst, musst du Deutschland verlassen ohne Wenn und Aber. Du darfst keinen Wohnsitz mehr in Deutschland haben. Deutschland darf nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes sein. Wenn du verheiratet bist, wenn du Kinder hast, dann muss die ganze Sippe mitkommen. Du kannst nicht deine Familie in Deutschland zurücklassen und nach Dubai umziehen und dann keine Steuern zahlen. Die Steuern werden dann weiterhin in Deutschland fällig, weil in Deutschland dein Lebensmittelpunkt ist. Das ist das Erste, was du dir sehr genau überlegen musst. Kann ich Deutschland verlassen oder ist mir das nicht möglich aus familiären Gründen, aus beruflichen Gründen oder weil du einfach zu sehr hängst am schönen Deutschland? Wenn du das nicht kannst, dann brauchen wir gar nicht hier weiterreden und du kannst das Video jetzt abschalten. Aber tatsächlich können es sich viele vorstellen. Hier hat ja auch Covid, die Pandemie, ziemlich nachgeholfen. Arbeiten im Ausland über Teams, über Zoom ist jetzt in vielen Branchen möglich. Nicht in allen, aber in vielen. Hinzu kommt, dass natürlich viele von euch jetzt vermögend geworden sind hier oder besonders vermögend geworden sind durch den Anstieg von Bitcoin und anderen Kryptowährungen und sich sagen, okay, ich kann jetzt eigentlich ins Ausland gehen, ich kann meinen Job kündigen, kann hier auscashen und habe dann ausgesorgt. Und das ist tatsächlich auch der einfachste Fall. Also, wenn du von deinem Kapitalvermögen leben kannst, sei es jetzt Aktien, sei es Krypto oder sonst irgendwas, dann kannst du schlicht und ergreifend Deutschland verlassen. Hier sind keine Dinge wie zum Beispiel Wegzugsbesteuerung, Entstrickungsbesteuerung und so weiter zu beachten. Klammer auf, wenn du in einen Fund, zum Beispiel einen ETF, insgesamt 500.000 Euro investiert hast, zahlst du ab 2025 darauf die deutsche Wegzugsteuer, Klammer zu. Aber in anderen Fällen kannst du aus Deutschland einfach wegziehen. Du kannst praktisch über Nacht hier in Deutschland die Steuerpflicht beenden und lebst ab dann im Ausland komplett steuerfrei, wenn du eben ins richtige Land umziehst. Hast du ein Unternehmen, sei es jetzt als Einzelunternehmen oder auch als GmbH und Co. KG oder Kapitalgesellschaft, dann gibt es schon mehr zu beachten. Da sind so Themen wie Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung und so weiter ein Thema. Das ist also nicht so einfach. Da muss man dann hier genau sich das Ganze anschauen und da brauchst du steuerliche Beratung. Anders geht das nicht. Aber vielfach ist es natürlich auch möglich. Es hängt immer ein bisschen eben vom Einzelfall ab. Aber gerade Freiberufler oder Einzelunternehmer können vielfach ohne steuerliche Negativwirkungen aus Deutschland weg. Hier musst du keinen bestimmten Zeitpunkt abwarten. Wenn du jetzt eigentlich zum Jahreswechsel umziehen wolltest, aber das nicht geschafft hast, kannst du einfach dann Anfang Januar oder irgendwann im Laufe des Jahres 2025 ins Ausland umziehen. Deine unbeschränkte Steuerpflicht endet mit dem Datum des Wegzuges, mit der Aufgabe des Wohnsitzes, mit dem Verlassen des Landes. In Bezug auf deine Steuererklärung sind ja noch ein paar Dinge zu beachten. Aber wie gesagt, du zahlst letztlich dann nur Steuern bis zu dem Zeitpunkt, wo du Deutschland verlässt. Das heißt also, auch wenn du Mitte des Jahres ins Ausland gehst, bist du ab dann nicht mehr steuerpflichtig. Es macht also keinen Sinn,
jetzt hier noch den nächsten Jahreswechsel abzuwarten. Mach es einfach so schnell es geht, wenn du es kannst. So, jetzt ist eigentlich die Frage, welche Länder denn hier tatsächlich in Frage kommen. Und da wollen wir uns jetzt mal hier einige Länder anschauen. Gehen wir mal zunächst von dem Fall aus, dass du hier von deinem Kapitalvermögen lebst, dass du also Kapitaleinkünfte hast, Aktien, Dividenden, Kryptos, ETFs und so weiter und so fort. Unter der Annahme, dass du nicht hauptberuflich tradest, und hier ist manchmal die Abgrenzung etwas schwierig, aber hauptberuflich heißt 8 Stunden zum Beispiel vor einer Monitorwand zu sitzen und hier letztlich wie verrückt zu traden. Also unter der Annahme, dass du das nicht tust, ja, sondern einfach private Vermögensverwaltung machst, hin und wieder mal einen Trade machst, hin und wieder mal eine Position verkaufst, hin und wieder mal eine Position kaufst, dann machst du kein Trading, dann machst du persönliche Vermögensverwaltung. Gewinne, die du im Rahmen der persönlichen Vermögensverwaltung erzielst, sind in vielen Ländern steuerfrei. Zum Beispiel Malta, zum Beispiel Zypern, vielfach in der Schweiz. Zum Beispiel auch Thailand, zum Beispiel auch Dubai natürlich. Dann können wir aufhören Panama, Costa Rica etc. pp. Da gibt es also sehr viele Optionen. Du kannst natürlich auch ein Leben etablieren, wo du nicht an einem Ort wohnst, sondern letztlich an keinem Ort steuerpflichtig bist. Wenn du keine gewerblichen Einkünfte hast, dann geht das auch aus deutscher Sicht. Ich komme gleich noch auf den Fall der gewerblichen Einkünfte. Also, das Einfachste ist, wie gesagt, hier vom Kapitalvermögen zu leben. Da kommst du sehr schnell aus Deutschland raus. In der Regel ohne steuerliche Negativwirkungen. Und du hast dann einige Länder zur Auswahl in Europa, aber natürlich auch außerhalb von Europa, wo du komplett steuerfrei leben kannst. In manchen Ländern muss man dann aufpassen, dass man diese erwirtschafteten Kapitaleinkünfte nicht ins Inland überweist. Zum Beispiel in Irland ist das so. Wenn du dort den Non-Dom-Status hast, dann sind zwar deine ausländischen Einkünfte steuerfrei, aber nur solange sie auch im Ausland bleiben. Das Gleiche ist übrigens auch in Thailand so seit 2024. Das heißt, würdest du deine ausländischen Kapitaleinkünfte nach Thailand überweisen, wenn du dort wohnst, oder nach Irland, wenn du dort wohnst, wären sie dann steuerpflichtig. Aber das sind eben Details, die man dann in einer Beratung einmal im Detail besprechen müsste. Auch interessant hier ist möglicherweise Portugal. Hier soll ja der neue NHR-Status aufgelegt werden. Jetzt zum Jahreswechsel soll eigentlich die neue Gesetzgebung rauskommen. Die vorherige Regierung, die ja dann abgetreten ist, hat ja dämlicherweise den NHR-Status abgeschafft. Aber die neue Regierung, sie ist konservativ, will ihn wieder einführen, auch wenn in leicht abgeänderter Form. Aber da können sich möglicherweise sehr entscheidende Steuervorteile ergeben, gerade für Kapitalvermögen. Allerdings muss man dann in Portugal arbeiten, muss dort eine Anstellung haben, möglicherweise vielleicht bei deiner eigenen Firma. Dieses Einkommen, was du dann erzielst, musst du dort versteuern. Wie gesagt, wir warten noch auf Details. Es klingt ein bisschen ähnlich wie das spanische Beckham Law. Das geht natürlich auch. Also du kannst in Spanien leben, du kannst in Spanien ein gewisses Gehalt versteuern und zahlst dann letztlich auf 5 bis 6 Jahre in Spanien überhaupt keine Steuern auf dein Kapitalvermögen. In Portugal werden es dann 10 Jahre sein mit dem neuen NHR-Status. Aber wie gesagt, da ist noch nicht ganz sicher, was da passiert. Und das wäre natürlich auch nicht komplett steuerfrei, denn du müsstest ja tatsächlich auf das Einkommen, das du in Portugal erzielst, Steuern bezahlen. Aber trotzdem vielleicht für den einen oder anderen interessant. Portugal ja ein wunderschönes Land, wo man sich sehr einfach vorstellen kann, zu leben. Wenn du Unternehmer bist und ein Unternehmen im Ausland gründen möchtest, mit dem du in Zukunft aktiv bist, gibt es etwas weniger Möglichkeiten. Viele reden ja hier von der amerikanischen LLC. Diese ist problematisch letztlich, wenn du hier gewerbliche Einkünfte hast. Für Freiberufler ist sie machbar, aber für jene, die jetzt zum Beispiel digitale Nomaden sind, eine solche LLC haben, sind die gewerblichen Einkünfte noch 10 Jahre in Deutschland dann steuerpflichtig. Also das ist nicht so ideal. Freiberufliche Einkünfte allerdings sind davon nicht betroffen, nur die gewerblichen. Wenn du jetzt also wirklich eine steuerfreie Firma gründen möchtest, könntest du auch wieder zum Beispiel nach Dubai gehen. Dort gibt es zwar mittlerweile eine Körperschaftssteuer, diese wird aber nur fällig, wenn dein Unternehmen mehr als 750.000 Euro ungefähr umgerechnet an Umsatz hat, was natürlich viele Unternehmen nicht haben.
Die ersten 100.000 Euro Gewinn sind ebenfalls steuerfrei. Selbst wenn diese Parameter nicht funktionieren, kannst du immer noch dadurch, dass du dir selbst als Geschäftsführer ein hohes Gehalt bezahlst, immer natürlich noch relativ viel steuerfrei verdienen. Denn wie gesagt, persönliche Einkommensteuern gibt es ja nach wie vor nicht. Auch die Bahamas oder Cayman Islands würden sich zum Beispiel anbieten, wenn du ein Unternehmen gründest. Auch dort gibt es dann keine Steuern zu bezahlen. Aber auch wenn jetzt ein solches Unternehmen in einer solch exotischen Destination für dich nichts ist, könntest du zum Beispiel auch ein Unternehmen in England, also eine Limited gründen, dann selbst deinen Wohnsitz in einem Land wie Dubai haben und einfach dann ein Gehalt von dieser Firma in UK beziehen. Das wäre dann in Dubai steuerfrei und in England würden ja damit die Gewinne dann reduziert werden. Also als Beispiel, mal angenommen, die Firma in England erwirtschaftet einen Gewinn von 200.000 Euro, dann lässt du dir diese 200.000 Euro als Gehalt ausbezahlen nach Dubai. Dort sind sie steuerfrei. Dann hat die Firma in England natürlich auch wiederum keinen Gewinn und zahlt auch wiederum keine Steuern. Also solche Modelle sind auch wiederum möglich. Eine weitere Möglichkeit sind zum Beispiel Visa für digitale Nomaden, die es in verschiedenen Ländern gibt. Mir fällt konkret zum Beispiel das Rantau-Visum ein in Malaysia oder auch das digitale Nomadenvisum zum Beispiel in Argentinien oder in Costa Rica. Mit diesen Visa kannst du auch in diesen Ländern leben und vor Ort als Freelancer, als Freiberufler arbeiten und musst dann jedenfalls für eine gewisse Zeit keine Steuern auf diese Einkünfte bezahlen. Also auch das kann durchaus interessant sein. Auch hier also dann die Möglichkeit, absolut keine Steuern zu bezahlen. Übrigens haben natürlich Schweizer und Österreicher hier noch mehr Möglichkeiten als jetzt Deutsche. Für deutsche Staatsbürger gilt ja immer die sogenannte erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Sie ist hier tatsächlich noch ein ziemlicher Hammer oder kann ein Hammer sein für die 10 Jahre nach dem Wegzug aus Deutschland, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst. Wir haben es ja gerade eben schon gesagt. Hast du dann zum Beispiel eine solche LLC und betreibst die, hast gewerbliche Einkünfte, bist vielleicht noch digitaler Nomade oder lebst in einem Niedrigsteuerland, dann werden diese Einkünfte in Deutschland zu versteuern bleiben. Österreicher und Schweizer haben diese Probleme natürlich nicht. Das heißt, für sie ist es sogar noch einfacher, steuerfrei zu leben. Sie gründen sich einfach eine LLC, können dann durch die Welt reisen, können die ganzen Einnahmen aus der LLC steuerfrei vereinnahmen. In den USA wird ja keine Steuer fällig, wenn es dort keine Betriebsstätte gibt. Und somit hat sich das Thema dann für Schweizer und für Österreicher erledigt. Für Deutsche eben nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt, es gibt immer noch tatsächlich Möglichkeiten, überhaupt keine Steuern zu bezahlen. Nicht nur ist es natürlich attraktiv, keine Steuern bezahlen zu müssen, auch wenn man den ganzen Buchhaltungsaufwand und Steuererklärungsaufwand und Finanzamtsärger nicht mehr hat, keine Betriebsprüfung und so weiter und so fort, dann hat man natürlich ein sehr schlankes Leben und du wirst sehen, wenn du ein solches Leben führst, es ist wirklich unvergleichbar entspannt, wenn du dich mit diesem ganzen Mist nicht laufend herumschlagen musst und immer Angst davor hast, dass dort irgendwas ins Haus fällt von Seiten des Finanzamts, sei es eine Prüfung oder eine Nachbesteuerung bestimmter Einkünfte. Also daher, ich kann dir nur hundertprozentig empfehlen, einen solchen Weg einzuschlagen, wenn es in deine persönlichen Umstände passt. Natürlich, nicht jeder kann das machen. Wir hatten ja am Anfang schon angesprochen, dass es hier auch Hinderungsgründe gibt. Aber wenn es für dich realistisch ist, so zu leben, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Ich würde es so schnell wie möglich umsetzen. Nimm dir das vor für 2025. Wenn du dir das alleine vornimmst und das dann auch umsetzt, dann hast du sehr viel erreicht. Und dann, meiner Meinung nach, läuft dein Leben in die richtige Richtung, weil wie gesagt, welchen Sinn hat es hier noch in die deutschen Sozialsysteme etc. zu investieren? Für was wird dein Steuergeld eigentlich überhaupt ausgegeben? Ja, es ist ja nicht so, dass dafür vielfach sinnvolle Investitionen gemacht werden. Schau dir die Deutsche Bahn an zum Beispiel, was das für ein Dauerbrenner und für ein Dauerdrama tatsächlich auch ist. Schau dir die Infrastruktur an, schau dir all die anderen Dinge an, die nicht funktionieren, während deine Steuergelder hier für den Sozialstaat und so weiter herausgeblasen werden. Ein Fass ohne Boden, wie man so schön sagt. Davon solltest du dich distanzieren. Wenn du steuerfrei Geld anlegst für deine Altersvorsorge, hast du ohnehin viel bessere Returns, als wenn du hier der deutschen Rentenversicherung vertraust. Krankenversicherung ist natürlich ein wichtiges Thema. Darum muss man sich kümmern. Dazu werden wir nochmal ein anderes Video machen. Also, ich würde dich ermutigen, wenn du es kannst in 2025, mach den Weg ins Ausland.
geh ins steuerfreie Ausland, das ist natürlich ganz ideal. Oder vielleicht auch in ein Land, wo du vielleicht deutlich weniger Steuern zahlst. Oder auch einfach in ein Land, wo man mehr Steuern bezahlt, aber wo das Finanzamt sehr handzahm ist und man hier nicht groß mit Repressalien rechnen muss. Wenn du dabei Beratung benötigst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir beschäftigen uns seit fast 20 Jahren genau mit diesen Themen Steueroptimierung im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.